So, hallo, heute mal zur Abwechslung von der Baustelle und heute zeige ich euch, wie man eine Rinnenecke anschneidet. Dachrinnenecken, wie stellt man die am besten her? Also wir machen es immer so, dass wir die Rinnenecke erstmal grob anschneiden. Das heißt, ich benutze dazu am liebsten immer Lochscheren. Aus dem Grund, weil die sich einfach besser der Dachrinne anpassen und ich zeichne das Ganze grob an, schneide es dann immer wieder auf mehreren Schritten danach, bis das Ganze dann in der Gärung passt. Der Anschnitt der Dachrinne erfolgt dann als Näherungsschnitt. Das heißt, auf der Baustelle haben wir keine Abwicklung, die perfekt passt. Also wir müssen uns dem Ganzen annähern. Schneiden so lange an der Dachrinne, bis das Ganze zusammenpasst. Da gehört ein bisschen Erfahrung und auch ein bisschen Geschick dazu. Aber kommt alles mit der Zeit und mit der Übung. Ja, und wenn dann die Dachrinnenenden perfekt zusammenpassen in der Gärung entlang, dann kann man anfangen mit dem Börteln bzw. Schweifen. Ich mache das eigentlich ganz einfach mit der Flachzange und mache das auch nur recht grob. Das kann auch etwas wellig sein, das spielt überhaupt keine Rolle, weil wir später dann noch in einem weiteren Arbeitsgang das Ganze dann schön plan schlichten können. Zum Fixieren der Dachrinne mache ich es mir einfach, dann nehme ich eine Edelstahlniete vorne an der Wulst und hinten an der Rückkantung, fixiere ich die Rinne, um sie dann anschließend einfacher löten zu können. Dann kann man auch schon ans Planschlichten gehen. Die Naht kann angerichtet werden. Das mache ich mit dem Schlosserhammer und richte das Ganze erstmal grob an, um die Naht einfach in Form zu bringen. Dann kommen wir auch schon zum Löten. Zum Löten verwende ich DKVM-Zink jetzt hier bei der vorbewitterten Dachrinne, um die Oxidschicht oder die Vorbewitterung zu lösen. Zuerst mal im Rinnenlauf heften an den Enden von der Dachrinnenvorderkante, an der Dachrinnenwulst und an der Rückkantung habe ich das Ganze ja schon bereits geheftet. Und in der Rinnennaht mache ich das Ganze jetzt auch nochmal die Heftung durch einen Lötpunkt. Und dann gehe ich ans eigentliche Schlichten. Wenn ihr einen Rinnenstöckel habt oder eine Metallfaust, so wie ich hier, so eine kleine Daimler-Faust, dann kann man das Ganze prima dann anschlichten nochmal und dass ihr dann wirklich top vorbereitete Naht habt, um das nachher sauber löten zu können. Mit dem DKVM-Zink Flussmittel die Rinnennaht einstreichen und das Ganze etwas einwirken lassen. Ruhig 1-2 Minuten dann nochmal drüber gehen und dann lässt sich eigentlich das vorbewitterte Material schon sehr gut löten.
Ende auch noch unbedingt dran denken, die Dachrinnennaht mit einem feuchten Lumpen noch zu reinigen, um die ganzen Flussmittelreste noch vollständig zu entfernen. Ja, so einfach ist es, eine Dachrinnenecke an der Baustelle herzustellen, und es gehört einfach ein bisschen Übung dazu, nicht den Mut dabei verlieren, und ja, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Martin Buck für Spengler TV.